Wir sind jetzt hier außerhalb von Guadalajara in San Agustin in einem Airbnb, wo wir seit 2 Wochen circa gewohnt haben. Am Wochenende werden wir schon wieder weiterfahren nach Mexico City. Interessant ist, dass man hier bei den etwas hochpreisigeren Häusern immer in so einer Art gated Community zu sein scheint. Es gibt hier so einen Pförtner am Eingang, wenn man reinfährt, und das Ganze ist mit einer Mauer umgeben, und dieses Haus selber hat einen recht netten Rasen drumherum und nochmal einen Zaun mit Elektrozaunen obendran. Also ich weiß nicht, ob die Leute hier in Mexiko, die etwas mehr Geld haben, nur sehr paranoid sind, oder ob der ärmere Teil der Bevölkerung dann doch dazu neigt, ab und zu irgendwo einzubrechen. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt schon ein paar Mal hier beobachten können. Ich fühle mich leicht unwohl damit. Ich bin ja lieber irgendwie mitten im Geschehen und nicht irgendwo hinter Zäunen abgegrenzt. Und ich hoffe, wir werden da noch irgendwie einen gesunden Mittelweg finden. Hatten wir schon mal in La Paz, da waren wir also eher in einer Nachbarschaft, und werden wir hoffentlich auch noch mal haben auf unseren weiteren Abenteuern auf unserer Reise durch Mexiko. Wir befinden uns hier im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, und hinter mir ist die runde Pyramide von Guachimonton. Ein seltenes archäologisches Fundstück, weil die meisten Pyramiden kantig sind, aber diese Pyramide eben rund ist. Es war wohl ein zeremonielles Bauwerk. Früher haben die Leute wohl hier im Kreis darum getanzt. Löcher auf der Spitze der Pyramide deuten darauf hin, dass man früher Pfähle darauf aufgestellt hat und das sogenannte Fliegeritual abgehalten hat, wobei sich ein Schamane oder wichtige Personen auf diesen Pfahl draufgelegt oder mit Seilen dran festgebunden haben und dann eben so getan haben, als würden sie darum herumfliegen. Dieses Bauwerk ist ca. 2000 Jahre alt, wobei es in mehreren Schichten erbaut wurde. Unter dieser Pyramide, die wir hier sehen, befinden sich also noch 4 weitere Schichten an Pyramiden. Man fing also mit einer eher kleineren runden Pyramide an und baute dann immer größere runde Pyramiden darum herum, bis man dabei angekommen ist, was man heute nach 2000 Jahren hier immer noch sehen kann. Da haben sie wahrscheinlich die Sachen drin gebrannt. Das ergibt doch Sinn. Das ist ein alter Brennofen. Can I please have a piece of bread, Emily? Das war so inzwischen Sachen. So wie das. Wir sind hier in Tehuatlan auf einer archäologischen Ausgrabungsstätte, und zwar von einem alten Spielfeld, einem Ballspielfeld, allerdings nicht Fußball oder Handball, sondern Hüftball. Man hat also hier früher, vor 2000 Jahren oder wann immer das war, hat man wohl mit den Hüften gespielt und mit allen anderen Gliedmaßen sich über den Boden fortbewegt. Don't do that. Hier hinter uns sind wir sind hier am Fuße des Vulkan Tequila. Also hinter dem Vulkan auf der anderen Seite ist dann die Stadt Tequila, wo der gleichnamige Drink herkommt. Zumindest wo der gleichnamige Drink seinen Namen her hat. Ja, der Vulkan Tequila ist längst erloschen, aber er ist dafür verantwortlich, dass in dieser Gegend wohl die 4. größte Fundstelle für Obsidianstein in der ganzen Welt ist. Die drittgrößte. Danke, Armin. Du hast noch besser aufgepasst als ich. Okay, let's go.